Ja, das erste Mal ist ja oft, und wir erinnern uns an viele erste Male, diese neue Erfahrung. Da ist was frisch, da ist was anders und diese Orientierung ist oft mit vielen Emotionen auch verbunden und Emotionen sind oft ein Marker für unser Gehirn, dann Dinge auch zu erinnern. Was wir anstoßen in den Gesprächen ist eben eine Reflexion darüber, was gefällt mir gerade gut in meinem Berufsumfeld, was gefällt mir weniger, was ist besonders wichtig. Die Studie ist wichtig, weil wir viel Zeit bei der Arbeit verbringen und gerade als junger Mensch im ersten Job sammeln wir viele Erfahrungen dort dann zum ersten Mal. Und diese Erfahrungen nehmen wir mit, ja, nehmen wir mit für die Spanne unseres Lebens. Wir nehmen sie aber auch jeden Tag mit in dann andere Lebensbereiche. Ja, wenn ich bei der Arbeit schlecht behandelt werde, wenn ich dort vom Chef oder der Chefin niedergemacht werde, ja, mal als Extrembeispiel, dann macht es was mit mir und ich nehme das mit. Sehr bewusst sind es oft so diese Negativbeispiele und das ist was, worauf wir als Menschen dann auch stark reagieren. Es geht aber genauso auch in die andere Richtung, dass wir positive Erfahrungen in der Arbeit sammeln können oder auch ein positives Vorbild haben im Verhalten der Führungskraft, was wir dann genauso mitnehmen und versuchen, möglicherweise in Familie, im Sportverein in gleicher Art und Weise umzusetzen. Da kann dann ein Transfer von Arbeit in andere Lebensbereiche auf eine sehr positive Art und Weise stattfinden. Wir probieren zum einen so ein genaues Bild vom Berufsumfeld zu bekommen. Das heißt, wie wird die Führungskraft wahrgenommen, wie intensiv ist hier die Interaktion, wie erlebe ich meine KollegInnen, mein Team, wie ist die Zusammenarbeit, wie erlebe ich aber auch einfach die Atmosphäre, das Klima bei der täglichen Arbeit und dann auch weg von der Wahrnehmung dieses Umfelds hin zu meiner persönlichen Wahrnehmung. Also was ist mir persönlich wichtig, wie möchte ich mich persönlich weiterentwickeln, wie möchte ich vielleicht gefördert werden, was sind Ziele? Das ganz Besondere an der Studie ist aber, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen langen Zeitraum, ja, über 3 Jahre begleiten können und so wirklich auch Entwicklungen erleben, Veränderungen erleben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man kann teilhaben an dem Leben und begleiten. Und das ist was Besonderes, das haben wir in der Forschung nicht oft. Und das ist für mich der besonders schöne Teil hier. Es sind auf jeden Fall Anstöße, die in den Interviews gegeben werden, die, glaube ich, auch wirklich die Teilnehmenden dann auch so wahrnehmen. Das ist auch im Anschluss an die Interviews kommt eben auch oft so, ach ja, alleine hätte ich mich jetzt nicht hingesetzt und irgendwie mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich bisher so erlebt habe hier in diesem neuen Umfeld. Und da wirklich sozusagen dieser Anstoß zur Reflexion über die Erfahrungen und Erlebnisse eben jetzt dann im Berufskontext so gezielt nachzudenken und sich dafür auch Zeit zu nehmen, löst schon was aus, würde ich sagen, so aus dem, was wir auch gespiegelt bekommen, was die TeilnehmerInnen dann auch mitnehmen. Die Teilnehmerfragebogen bietet ähnlich wie das Interview auch die Möglichkeit, innezuhalten und zu reflektieren, ausgelöst durch die Fragen, die wir stellen und wo wir verschiedene Bereiche der Arbeit und des Privatlebens beleuchten. Ja? Und sich da mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, wo wirklich auch der Fokus bei den eigenen Erfahrungen liegt und nur bei meinen eigenen Erfahrungen. Ich glaube, man kennt oft aus dem Gespräch mit Freundinnen und Freunden, man fängt einen Satz an und bei mir bei der Arbeit ist es so und so und dann sagt der Freund schon, ja, und bei mir auf der Arbeit ist es so und so und man ist eigentlich schon wieder weg und kommt gar nicht so ins Reflektieren rein. Und hier kann man sich wirklich eine halbe Stunde mal Zeit nehmen, eine halbe Stunde jedes halbe Jahr Zeit nehmen, um zu gucken, hey, was ist eigentlich los und wie erlebe ich das? Die Gespräche selbst sind dann sehr offen. Also ich bringe Themen mit, wo ich ein Bild von bekommen möchte, aber dann geht es auch wirklich darum, was sind die Erfahrungen, was sind die Erlebnisse, die die TeilnehmerInnen mitbringen und da kann das Gespräch auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Mit dieser Studie gehen wir auch ein Thema an, was vielerorts übersehen wurde lange Zeit. Ja. Entwicklung, menschliche Entwicklung wurde immer gesehen so von Geburt bis zur Volljährigkeit. Aber Lernen, Entwickeln geht immer weiter. Es passiert vielleicht in einer anderen Geschwindigkeit und auf andere Art und Weise. Aber als Mensch entwickeln wir uns immer weiter mit all den Erfahrungen, die wir sammeln. Gerade wenn es erste Erfahrungen sind, wie der erste Job,
die einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns als Mensch auch entwickeln.